willkommen. Mach es dir bequem, wo immer du bist. Lass das Gewicht des Tages an den Rändern weich werden. Du musst jetzt nichts tun, außer zuhören und langsam die Welt, die du getragen hast, von deinen Schultern gleiten lassen. Atme langsam ein und atme aus, ein wenig länger, als du eingeatmet hast. Und noch einmal. Spüre, wie die Luft in die weichen Mulden deiner Brust strömt und wieder hinaus, sanft wie ein Vorhang, den ein angelehntes Fenster bewegt. Heute Nacht reist du an einen stillen Ort, einen kleinen, lampenerleuchteten Ort, weit entfernt von der Stadt, weit entfernt vom Tag. Du musst dir nichts davon merken. Du musst nicht aufmerksam folgen. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das willkommen. Wenn deine Augen sich schließen, ist das willkommen. Wenn du längst vor dem Ende der Geschichte davondriftest, ist das beste Ende von allen. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass deine Zunge hinter den Zähnen ruhen. Lass deine Schultern sinken. Weg von den Ohren. Hinab zum Bett. Oder zum Stuhl. Oder zu dem, was dich trägt. Lass deine Hände schwer werden. Lass deine Füße schwer werden. Lass deinen Nacken ruhen. Wir steigen heute Nacht hinauf in ein Tal. Ein langes, flaches Tal, in dem der Nebel über dem Grund liegt wie ein langsamer, silberner Fluss. Die Hügel sind sanft gerundet von altem Wald. Die Wege sind kaum mehr als Pfade, weich unter den Füßen. Und verstreut zwischen den Hügeln, in Abständen von einem halben Nachtflug voneinander, stehen kleine hölzerne Hütten mit grünen Dächern und warm bernsteinfarbenen Fenstern. Das sind die Stationen des Samtmottentelegraphen, des sanften Postwesens, das kleine Nachrichten quer über den Kontinent trägt. Auf den Flügeln großer, schläfriger Motten mit seidenen Flügeln. Es ist eine Nacht, die von niemandem viel verlangt. Eine Nacht, die dich langsam atmen lässt und den langsamen Atem bemerken und ihn noch einmal verlangsamen. Also, werde weich. Komm zur Ruhe. Lass das Bett dich tragen. Lass das Dunkel deiner Augenlider dich tragen. Und komm mit mir den langsamen Pfad hinauf, dem kleinen, erleuchteten Fenster an der Biegung des Hügels entgegen. Der Pfad, auf dem du gehst, besteht aus heller, festgetretener Erde, an deren Rändern feines Moos kriecht. Deine Schuhe machen fast kein Geräusch. Die Luft ist kühl, aber nicht kalt, und sie trägt den grünen Geruch des Waldes und darunter die weiche Süße spätsommerlichen Klees von den Wiesen weiter oben. Irgendwo vor dir klingelt einmal eine kleine Glocke, sehr leise, und verstummt dann wieder, als hätte sie nur die Stunde anzeigen wollen und nichts weiter dazu zu sagen gehabt. Du gehst weiter, langsam. Der Nebel auf dem Talgrund liegt unter dir, ein langes, stilles Weiß, das die unteren Felder füllt und an den Stämmen der Zedern leckt. Hier oben, auf dem Pfad, ist die Luft klar, und zwischen den dunklen Bäumen kannst du ein kleines hölzernes Gebäude sehen, das in die Krümmung des Hangs geschmiegt liegt. Sein Dach ist bemoost und niedrig. Seine Fenster glühen im warmen Bernstein des Mooslampenlichts. Ein dünner Faden hellen Rauchs steigt aus dem Schornstein, fast gerade nach oben, ehe der Atem des Hügels ihn zur Seite schiebt. Das ist die Mossbridge-Station. Eine von vielen solchen Hütten, verstreut durch die Täler dieses Landes. Und heute Nacht wird sie von einer Bändchenschmiedin namens Ailo gehütet. Du trittst vom Pfad auf eine kleine Steinplatte vor der Tür. Die Steinplatten sind alt und ein wenig uneben, und zwischen ihnen wachsen Büschel weichen Mooses. Über der Tür ist in ein Holzschild die Gestalt einer fliegenden Motte geschnitzt, deren Flügel zu langen, sanften Schwüngen stilisiert sind.
Eine Schleife aus hellblauem Band ist um die Ecke des Schildes gebunden und flattert sehr langsam in der Nachtluft. Die Tür steht schon ein wenig offen. Warmes Licht fällt in einem langen, bernsteinfarbenen Keil auf die Steinplatten. Du hörst von drinnen das leise Klicken von Holzspule gegen Holzspule und das kleine, zufriedene Summen von jemandem, der allein ist und mit seiner Arbeit im Frieden. Du schiebst die Tür ein Stück weiter auf. Du trittst ein. Die Wärme empfängt dich zuerst. Eine sanfte, milde Wärme, wie sie von einem kleinen Ofen kommt, der seit Stunden gleichmäßig brennt. Und dann der Duft, Zeder und Blütenstaub und ein Hauch von Klee und Kamille aus einem Kessel irgendwo auf der Herdplatte. Und unter allem die pudrige, fast staubige Süße von Mottenflügeln. Ailo blickt von ihrem Arbeitstisch auf und lächelt dich an. Das langsame, sanfte Lächeln eines Menschen, der von deinem Kommen nicht überrascht war. Sie nickt einmal und ihr Nicken sagt: Du bist willkommen hier. Komm herein. Komm und setz dich. Heute Nacht hat nichts Eile. Dann kehrt ihr Blick zu dem Band in ihrem Schoß zurück. Denn das Band braucht ihre Hände mehr als du. Und ihr beide versteht das. Du schließt die Tür sanft hinter dir. Der Riegel macht ein kleines hölzernes Geräusch, wie ein Holzlöffel, der auf ein Holzregal gelegt wird. Und dann ist die Hütte wieder still, bis auf das langsame Atmen des Ofens und das ganz, ganz leise Geräusch von Seide, die durch Fingerspitzen gleitet. Lass deine Augen langsam durch den Raum wandern. Die Mossbridge-Station ist ein einziger runder Raum mit einer niedrigen Decke aus dunklen Balken. In seiner Mitte steht Ailos Arbeitstisch aus hellem, glattem Holz, weich glänzend gerieben von langen Jahren der Ellbogen und Handflächen und dem langsamen Lauf der Bänder. Auf dem Tisch steht eine niedrige, runde Lampe, die Mooslampe, eine gläserne Kugel, gefüllt mit leuchtendem grünem Moos, das ein gleichmäßiges, mildes, bernsteinfarbenes Licht abgibt. Es flackert nicht, es brummt nicht, es leuchtet einfach, so wie ein zufriedenes Wesen leuchtet. Um die Mooslampe herum sind die Werkzeuge der Bändchenschmiedin geordnet. Ein kleiner Holzständer mit Seitenspulen in vielen Farben, hellblau, cremefarben, zartrosa, tiefes Moosgrün, ein sattes Braun wie nasse Erde, ein Gelb wie das Innere einer Butterblume. Eine lange, schlanke Schere mit lederumwickelten Griffen. Eine polierte Ahle aus Knochen, um Knoten zu lösen, ohne den Faden zu verletzen. Ein gefaltetes Tuch aus feinem, weichem Stoff, um sich die Hände zwischen den Bändern vom Blütenstaub zu wischen. Und eine flache Tonschale mit Bienenwachs, um die Enden der fertigen Bänder zu versiegeln. Hinter dem Arbeitstisch, entlang einer gebogenen Wand, steht der Ofen, ein kleiner, runder, eiserner Ofen, auf dem ein einzelner schwarzer Kessel ruht. Der Kessel murmelt kaum. Dampf steigt aus seinem Ausguss in einem dünnen, trägen Band. Und der Dampf trägt den Duft von Klee und Kamille und einen Hauch von etwas Honigsüßem, wie Wiesengras, das langsam in der Sonne getrocknet wurde. An der anderen gebogenen Wand, gegenüber dem Ofen, ist der Ruheraum. Eine breite, niedrige Nische mit weichem Boden aus hellem Sand und eine Reihe langer Holzstangen, die mit dunkelgrünem Samt bezogen sind. Die Stangen verlaufen von einer Seite der Nische zur anderen, in etwa Schulterhöhe. Es sind die Sitzstangen, auf denen die Motten ruhen werden, wenn sie irgendwann vor der Morgendämmerung eintreffen. Zu dieser Stunde sind sie noch leer, die samtenen Stangen sauber und sanft gebürstet. Eine kleine Holzbürste
hängt an einem Haken in der Nähe mit einem breiten, runden Griff. Dazu da, Blütenstaub und verlorene Schuppen behutsam in eine kleine Blechschale zu kehren. Über den Sitzstangen, in die Wand eingelassen, befindet sich der breite, weite Fensterladen, der sich zum Tal hin öffnet. Heute Nacht ist er halb geöffnet. Ein dunkles Holzpanel ist nach außen gekippt und durch den Spalt kannst du das tiefe Blau des Nachthimmels und ein paar schwache Sterne sehen. Und du spürst das langsame, kühle Treiben der Nachtluft, die in den Raum gleitet. Auf der breiten Fensterbank unter dem Laden stehen 3 kleine Untertassen in einer Reihe. Sie sind aus blassem Porzellan mit einem schwachen Glanz. Im Moment sind sie leer, doch später werden sie warme Zuckermilch enthalten. Die kleine abendliche Freundlichkeit, die die Relaisstation jedem Falter anbietet, der eintrifft. Du lässt deinen Blick zurück zu Ailo wandern. Sie sitzt auf einem niedrigen Holzschemel, die Füße flach auf dem abgenutzten Holzboden, die Knie zusammen, und in ihrem Schoß liegt ein Stück hellblaues Seidenband. Ihre Hände bewegen sich langsam, sehr langsam, und weben ein kleines Muster aus Knoten und Farbwechseln in das Band. Ihre Finger kennen die Arbeit so gut, dass ihre Augen halb gesenkt sind. Weich, fast träumend. Sie trägt eine lange, lose Tunika aus weicher grauer Wolle und eine lange Schürze in der Farbe nassen Steins, mit vielen kleinen Taschen am Saum. Ihr Haar ist tief im Nacken, mit einem Stück schlichter brauner Schnur zusammengebunden. Sie hat es nicht eilig. Den Bandweberinnen des Samtfalter Telegraphen werden von ihrem ersten Tag an die 3 kleinen Regeln ihres Handwerks beigebracht. Wecke niemals einen Falter, bevor er sich von selbst regt. Webe niemals ein Band in Eile. Und lass immer eine Untertasse warmer Zuckermilch auf der Fensterbank stehen, bevor du die Lampe dämpfst. Das sind die Regeln. Es gibt keine anderen. Und heute Nacht hält Ailo sie ein, wie die Bandweberinnen sie seit langer Zeit eingehalten haben. In dieser Hütte und in 100 ähnlichen Hütten in den weiten Tälern des Landes. Du findest einen niedrigen Stuhl in der Nähe des Ofens und setzt dich. Der Stuhl ist aus hellem Holz gefertigt, mit einer geflochtenen Sitzfläche aus weichem Binsenschilf. Er knarrt einmal, ganz leise, wie ein kleines Tier, das sich im Schlaf umdreht, und ist dann still. Du lässt deine Hände in deinen Schoß sinken. Du lässt deine Schultern an der Rückenlehne des Stuhls ruhen. Du spürst die Wärme des Ofens auf der einen Seite und das kühle Treiben der Talluft auf der anderen. Und du stellst fest, dass das Gleichgewicht zwischen beiden genau richtig ist. Eine lange Weile sitzt du einfach da und schaust Ailo bei der Arbeit zu und lässt den Raum sich um dich herumsetzen. Die bernsteinfarbene Mooslampe glüht. Der Kessel murmelt. Der Fensterladen schwingt ein winziges Stück in der langsamen Nachtbrise. Irgendwo weit weg im Tal klingelt erneut eine einzelne Glocke und verstummt. Ailo beendet das hellblaue Band. Sie hält es an beiden Enden hoch und lässt es lose zwischen ihren Fingern hängen. Im Lampenlicht kannst du das kleine Muster sehen, das sie hineingewebt hat. 3 kurze, helle Knoten, dann ein längerer, dunkler Knoten, dann ein kleiner, heller Knoten, alle gleichmäßig verteilt. Für dich bedeutet das nichts. Für eine andere Bandweberin, ein halbes Land entfernt, wird es bedeuten, ein Kalb ist sicher geboren worden, ein braunes Fersenkalb, an einem klaren Morgen, und die Mutter ist wohlauf. Das ist es, was die Bänder tun. Sie tragen kleine private Nachrichten, in Mustern aus Farbe und Knoten, zwischen Menschen, die einander über weite Entfernungen lieben.
Sie erzählen vom Wetter und von Hochzeiten und vom langsamen Reifen der Obstgärten. Sie erzählen vom ersten verlorenen Milchzahn eines Kindes und von der sicheren Heimkehr eines Fischers und davon, dass ein alter Freund eine lange Winterkälte überstanden hat. Sie tragen keine dringenden Nachrichten. Dringende Dinge reisen auf andere Weise. Der Samtfalter-Telegraph ist für die kleinen, freundlichen Nachrichten des Lebens. Die Nachrichten, die im geduldigen Tempo des langsamen nächtlichen Falterflugs reisen und immer noch in den Geruch von Zeder und Pollen gehüllt ankommen. Ailo dreht das hellblaue Band einmal um und prüft es. Sie ist zufrieden. Sie glättet es auf ihrem Knie und dann nimmt sie die Tonschale mit dem Bienenwachs, taucht eine Fingerspitze ein und versiegelt das abgeschnittene Ende des Bandes mit einem kleinen, sanften Druck ihres Daumens. Das Wachs versiegelt die Seide, damit sie auf der Reise nicht ausfranst. Als sie fertig ist, legt sie das Band quer auf ein kleines hölzernes Tablett zu ihrer Rechten und sie lässt ihre Hände ruhen und sie atmet langsam aus. Ein Band fertig. 2 weitere, die heute Nacht noch gewebt werden müssen, bevor die Falter eintreffen. Sie erhebt sich vom Schemel und streckt sich. Langsam, hebt die Arme über den Kopf und rollt die Schultern mit der gemächlichen Sorgfalt eines Menschen, der weiß, dass ein Körper länger hält, wenn er freundlich behandelt wird. Sie geht die wenigen Schritte zum Ofen, hebt den Kessel an seinem holzumwickelten Griff und gießt eine Portion Kräuteraufguss in eine kleine Tontasse. Die Tasse hat die Farbe eines Flusssteins mit einem leicht ungleichmäßigen Rand. Der Dampf aus Klee und Kamille steigt um ihr Gesicht auf. Sie atmet einmal tief ein und ihr Gesicht wird weicher. Sie bietet schweigend eine zweite Tasse in deine Richtung an. Du nickst. Sie gießt auch dir eine ein und bringt sie zu dir hinüber und stellt sie behutsam auf das kleine Holzbrett neben deinem Stuhl. Sie spricht nicht. Du sprichst nicht. Ihr versteht beide, dass Worte hier nicht nötig sind und die sorgfältige Stille der Hütte stören könnten. Du hebst die Tasse mit beiden Händen. Sie ist warm, sehr warm, aber nicht zu warm. Der Duft von Klee und Kamille steigt langsam in dein Gesicht. Darunter kannst du ganz schwach Honig riechen, als wäre ein einzelner Tropfen davon eingerührt worden. Du nimmst einen kleinen Schluck. Der Aufguss ist mild und leicht süß und schmeckt nach getrockneten Sommerwiesen. Du hältst die Tasse mit beiden Händen in deinem Schoß. Die Wärme breitet sich langsam in deinen Handflächen und in deinen Fingern aus. Und von dort, ganz langsam, in den Rest von dir. Ailo setzt sich wieder auf ihren Schemel. Sie trinkt ihre Tasse halb aus, dann stellt sie beiseite. Sie wendet sich dem hölzernen Gestell mit den Seitenspulen zu und fährt langsam mit den Fingern an ihnen entlang. Die Spulen sind nicht nach Farbe geordnet, sondern nach Gefühl. Eine Bandweberin lernt jede Seide am Griff, an der kleinen, ganz eigenen Glätte jedes Fadens. Manche Seiden sind sehr fein und gleiten fast wie Wasser. Manche sind leicht strukturiert, mit einer winzigen Webbung, die die Fingerspitze auf eine sanfte, fast unmerkliche Weise berührt. Manche sind schwerer, wärmer, mit dem langsamen Gewicht eines dickeren Fadens. Ailos Finger wandern am Gestell entlang und berühren jede Spule einmal. Ein kleines, langsames Klicken, wenn jede sanft an ihre Nachbarin stößt. Klick, klick, klick. Bei einer Spule hält sie inne. Es ist eine weiche, gestreifte Seide, blassgelb im Wechsel mit einem warmen Rostrot.
Sie hebt die Spule aus dem Gestell und nimmt sie in ihren Schoß. Diese ist für das zweite Band, das gestreifte Band. Das, was bedeutet, dass ein Geburtstag bedacht wird, dass jemand irgendwo heute Nacht von jemandem in Erinnerung gehalten wird, der ihn liebt, auch wenn Berge dazwischen liegen. Ailo wickelt ein Stück der gestreiften Seide ab und legt es über ihr Knie. Sie glättet es mit der Handfläche. Die gestreifte Seide fängt das bernsteinfarbene Lampenlicht ein und scheint ein wenig zu leuchten, als hätte sie sich auf der Spule selbst erwärmt. Sie beginnt zu weben. Ihre Finger bewegen sich in langsamen Schleifen, nehmen Fäden auf und legen sie ab, knüpfen kleine weiche Knoten, ziehen sie mit der Spitze der Knochenahle sanft fest, streichen sie glatt. Du schaust zu und du verstehst das Muster nicht, aber du verstehst den Rhythmus. Aufnehmen, ablegen, knüpfen, festziehen, glätten, aufnehmen, ablegen, knüpfen, festziehen, glätten. Du nimmst einen weiteren kleinen Schluck von deinem Aufguss. Der Kessel murmelt. Der Fensterladen wiegt sich. Die Nacht atmet langsam durch die halb geöffnete Klappe und gleitet über den Holzboden des Rastraums, wo die Samtstangen warten, dunkel und geduldig. Du schließt für einen Moment die Augen, einfach nur, um zu lauschen. Du kannst das leise Gleiten der Seide durch Ailos Finger hören. Du kannst das schwache Klicken der Knochenahle gegen eine Spule hören. Du kannst das ferne Verstummen des Nebels hören. Tief unten im Talgrund. Ein Geräusch, das kaum ein Geräusch ist. Eher ein Weichwerden jedes anderen Geräusches ringsum. Du kannst deinen eigenen Atem hören. Langsam und gleichmäßig. Der in dich hinein und aus dir herauszieht. Du öffnest die Augen wieder. Langsam. Ailo hat deine geschlossenen Augen nicht bemerkt. Es würde sie nicht stören, wenn sie es hätte. Sie ist zufrieden bei ihrer Arbeit und zufrieden damit, dass du auf jede Weise anwesend bist, die sich gut anfühlt. In Bandweberhütten misst sich Anwesenheit nicht an Aufmerksamkeit. Sie misst sich an der bloßen Tatsache, hier zu sein, im selben warmen Kreis aus Mooslampenlicht, dieselbe langsame Stunde teilend. Sie beendet den kleinen ersten Abschnitt des gestreiften Bandes und hält inne, um ihre Hände zu lockern. Sie kreist mit den Handgelenken langsam, zweimal in jede Richtung, öffnet und schließt die Finger. Dann steht sie auf und geht gemächlich zum Rastraum. Du schaust ihr zu. Du erlaubst dir, dass dein Blick weich wird, halb unscharf. Jene Art von Blick, die du hast, wenn du in ein Feuer schaust und doch eigentlich nichts anschaust. Sie nimmt die kleine Holzbürste von ihrem Haken. Sie hält sie in einer Hand und die Blechschale in der anderen. Sie beginnt, sanft die Samtstangen abzubürsten. Jeder Strich der Bürste ist langsam und kurz. Sie bürstet stets in dieselbe Richtung, mit dem Strich des Samts, niemals dagegen. Winzige Wolken aus blassem Pollen steigen vom Samt auf, golden im Lampenlicht und sinken sanft in die Blechschale. Pollen vom letzten Besuch, am Pollen von der letzten Schar Motten, die vor 2 Abenden hier ruhten, bevor sie ihre langsame Route fortsetzten. Die Motten verlieren beim Ruhen einen feinen Staub. Es ist keine lästige Sache. Er riecht schwach nach Wiesenblumen und altem Papier und einer sanften, unbestimmbaren Wärme. Ailo bürstet ihn behutsam in die Schale und stellt die Schale beiseite auf ein kleines Board. Später wird sie ihn aufbewahren. Der Pollen der Samtmotten wird in fernen Städten zum Anfertigen bestimmter Kerzen verwendet. Kerzen, die langsam und sanft brennen und denen man nachsagt, dass es sich gut bei ihnen denken lasse. Spät in der Nacht, von Menschen, die etwas Sanftes zu bedenken haben.
Sie beendet die erste Stange und geht zur zweiten über. Bürsten, bürsten, bürsten. Das Geräusch ist fast nichts. Das leiseste, nur denkbare Flüstern. Wie eine Hand, die über eine gefaltete Decke streicht. Du merkst, wie du in den Rhythmus hineingezogen wirst. Und dein Atem verlangsamt sich weiter, dem langsamen Heben und Senken der Bürstenarbeit angepasst. Sie beendet die zweite Stange. Sie geht zur dritten über. Bürsten, bürsten, bürsten. Als alle Stangen sauber sind, hängt sie die Bürste zurück an ihren Haken. Sie geht hinüber zum Sims und prüft die 3 kleinen Schälchen. Sie sind sauber. Sie nickt vor sich hin. Sie kehrt zu ihrem Hocker zurück, nimmt das gestreifte Band auf und nimmt ihr Weben wieder auf. Aufnehmen, ablegen, knüpfen, festziehen, glätten. Du nimmst einen weiteren kleinen Schluck vom Aufguss. Dann stellst du die Tasse auf das Board neben dir. Du legst die Hände wieder in deinen Schoß. Du lässt deinen Blick durch den Raum wandern. Überall in der Hütte gibt es kleine Spuren des Lebens. Fällt dir auf. Ein kleines Glas auf einem hohen Bord, voll getrockneten Lavendels. Eine lange Kette getrockneter Apfelscheiben, an einem Haken nahe dem Ofen aufgehängt, blass und leicht durchscheinend. Eine gefaltete graue Decke über die Lehne eines leeren Stuhles gelegt. Eine ordentliche Reihe hölzerner Löffel in einem Tonkrug. Eine kleine gerahmte Bleistiftzeichnung an der Wand. Eine Motte im Flug. Sorgfältig und zart. Vielleicht vor langer Zeit gemacht. Von jemandem, der diesen Ort liebte. Es gibt auch auf einem niedrigen Tisch nahe der Tür ein Verzeichnis. Ein breites, flaches Buch mit weichem braunem Einband. Viel benutzt. Die Ecken rund und blass gescheuert. Es ist das Stafettenbuch, in das Ailo, bevor sie schlafen geht, die Ankünfte der Nacht eintragen wird, die ausgegebenen Bänder und alle Notizen zum Wetter entlang der Route. Ein weicher Bleistift liegt quer über dem geschlossenen Buch, sorgfältig zu einer sanften Spitze gespitzt. Du kannst dir schon jetzt vorstellen, wie die Schrift in dem Verzeichnis aussieht. Klein, ordentlich, leicht rund. Jeder Eintrag beginnt mit dem Datum und der Stunde. Und dann folgen 1 oder 2 knappe Sätze in der sorgsamen, unhastigen Handschrift einer Person, die jede Nacht dieselbe Aufgabe erfüllt und Frieden darin findet. Du kannst das langsame Kratzen des Bleistifts beinahe schon hören, obwohl es noch nicht begonnen hat. Nach einer Weile, und du weißt nicht wie lange, denn in dieser Hütte hat sich die Zeit gelockert und die Minuten treiben dahin wie Nebel über dem Talgrund. Beendet Ailo das gestreifte Band. Sie hält es hoch, prüft es, glättet es, versiegelt sein Ende mit Bienenwachs und legt es behutsam in die Holzschale neben das Blassblaue. 2 Bänder fertig, eines noch zu weben. Sie steht erneut auf. Sie geht zum Ofen. Sie hebt den Kessel an, spürt sein Gewicht und beschließt, dass er ein wenig mehr Wasser braucht. Aus einem Tonkrug gießt sie einen langsamen, stetigen Strahl in den Kessel. Gerade genug. Sie stellt den Kessel wieder auf den Ofen. Sie fügt der Stoffbeutelchen, das schon darin liegt, einen kleinen hölzernen Löffel getrockneten Klees und Kamille hinzu und lässt den Kessel wieder warm werden. Sie ist geduldig. Sie hat die ganze Nacht. Sie kehrt zu ihrem Hocker zurück. Sie sieht das Gestell mit den Seitenspulen an. Aber diesmal greift sie nicht nach einer. Stattdessen sitzt sie ganz still, die Hände im Schoß gefaltet und überlegt. Das 3. Band heute Nacht ist ein langes, cremefarbenes. Sie hat den ganzen Abend darüber nachgedacht.
Die cremefarbene Seide ist die Seide, die für Bänder verwendet wird, deren Botschaft noch nicht bekannt ist. Bänder, die hinausgetragen werden, um einer Motte zu begegnen, die noch nicht angekommen ist. Für den Fall, dass diese Motte mit Nachrichten kommt, die einer Antwort bedürfen. An manchen Nächten wird das cremefarbene Band nie gebraucht. Die Motte kommt an, hält ihre Rast, nimmt ihre vorgesehenen Bänder an und fliegt weiter. Und die cremefarbene Seide kehrt auf ihre Spule zurück. In anderen Nächten aber kommt eine Motte mit einem Band an. Das bedeutet, dass etwas beantwortet werden muss. Und dann liest die Bandweberin das Band im Lampenlicht, webt eine Antwort in die cremefarbene Seide und bindet sie der Motte in den frühen Morgenstunden ans Bein, bevor sie zur nächsten Hütte weiterfliegt. Also wird das cremefarbene Band immer ein wenig im Voraus gewoben. Seine ersten Knoten, sein Grundmuster, werden angelegt, bevor die Motte eintrifft. Nur seine Bedeutung wird später hinzugefügt. Das ist die kleine Freundlichkeit der cremefarbenen Seide, dass, was auch immer kommt, die Antwort schon halb vorbereitet ist und der Morgen sich deswegen nicht beeilen muss. Ailo greift nun nach der cremefarbenen Spule. Sie ist die größte Spule auf dem Gestell und die Seide darauf ist die glatteste, die zarteste. Sie nimmt sie mit beiden Händen herunter. Sie wickelt eine lange Bahn davon über ihr Knie ab. Die cremefarbene Seide fängt das bernsteinfarbene Licht ein und scheint es beinahe zu sammeln, so wie Schnee das Licht eines Wintermorgens sammelt. Sie atmet langsam ein. Sie atmet langsam aus. Sie beginnt zu weben. Ihre Hände bewegen sich nun noch langsamer. Das cremefarbene Band verlangt besondere Sorgfalt. Sein Grundmuster muss perfekt sein, damit alle Knoten, die später hinzukommen, sauber darauf sitzen. Ailo nimmt die Seide zwischen ihre Fingerspitzen und fühlt die Maserung. Sie legt sie ab. Sie macht einen kleinen weichen Knoten. Sie zieht ihn mit der knöchernen Ahle behutsam fest. Sie streicht ihn mit dem Daumen glatt. Sie nimmt den nächsten Faden auf. Du siehst ihren Händen zu und du merkst, dass es dasselbe ist, als würdest du dem Wasser in einem Bach beim Fließen zuschauen. Es gibt einen Rhythmus und in diesem Rhythmus kleine Variationen. Aber das Ganze ist ein einziges langsames, ununterbrochenes Strömen und deine Augen folgen ihm mühelos. Aufnehmen, ablegen, Knoten, festziehen, glattstreichen, aufnehmen, ablegen, Knoten, festziehen, glattstreichen. Dein Atem ist langsamer geworden. Deine Schultern haben sich weiter entspannt. Deine Hände in deinem Schoß sind warm und schwer. Die leere Tasse Kräutertee auf dem Regal neben dir duftet noch schwach nach Klee. Von draußen, ganz leise, kommt ein neues Geräusch. Es ist ein Geräusch, das du so noch nie gehört hast. Und doch erkennst du es sofort. Ein leises, pudriges Flüstern. Das Entfalten großer, langsamer Flügel. Irgendwo im Dunkel. Irgendwo nicht weit vom halb geöffneten Fensterladen. Ailo hebt den Kopf, nur ein wenig. Sie unterbricht ihr Weben nicht. Sie lauscht einfach, mit einem kleinen, sanften Lächeln. Und ihre Hände setzen ihre geduldige Arbeit fort. Nach einem Augenblick siehst du sie. Eine blasse Gestalt zieht über das offene Fach des Fensterladens. Eine breite, langsame Gestalt, größer als du erwartet hättest, mit Flügeln, die fast die Breite der Öffnung umspannen. Die Motte hat eine sanfte, silbrige Farbe, mit zarten Mustern aus Grau und Creme entlang der Flügel und große, weiche Augen, die das Lampenlicht sanft auffangen. Sie schwebt einen Moment draußen, findet den Sitz in einem langen, behutsamen Gleiten. Dann, mit der langsamen, trägen Anmut
eines fallenden Blattes neigt sie sich nach vorn und lässt sich auf die erste samtene Stange nieder. Ihre Flügel falten sich einmal, zweimal, dreimal zusammen, jede Falte kleiner als die vorige, bis sie sauber an ihrem Körper anliegen. Das pudrige Flüstern verklingt in Stille. Die Motte zieht ihre langen Beine eines nach dem anderen unter sich und senkt den Kopf ein wenig. Sie ruht jetzt. Sie ist einen langen, stillen Weg geflogen. Ailo beendet den Knoten, an dem sie arbeitet, und legt das cremefarbene Band behutsam zur Seite. Sie steht auf. Sie geht zum Ofen. Aus einem kleinen Tontopf auf dem Wärmebord über dem Ofen nimmt sie eine Holzkelle mit langem Stiel und schöpft ein Maß warmer Zuckermilch heraus. Die Zuckermilch ist blass und ganz sanft süß. Milch, die langsam mit einem kleinen Löffel Honig und einer Prise feinem Zucker und einem einzelnen Blatt getrockneter Rose erwärmt wurde. Ihr Duft ist rund und warm und schwebt in den Raum, während Ailo die Kelle behutsam zur ersten Untertasse auf dem Fensterbrett trägt. Sie gießt ein. Die warme Zuckermilch füllt die kleine Untertasse fast bis zum Rand. Ein Dampffaden steigt davon auf. Ailo stellt die Kelle auf einem kleinen Teller beiseite und tritt zurück. Die Motte auf ihrer samtenen Stange rührt sich nicht. Sie ruht. In ihrer eigenen Zeit, wenn sie bereit ist, wird sie sich zur Untertasse neigen und trinken. Ailo drängt sie nicht. Sie kehrt zu ihrem Hocker zurück, nimmt das cremefarbene Band wieder auf und webt weiter. Du beobachtest die Motte still. Sie ist so reglos, dass du lange Zeit nicht erkennen kannst, ob sie atmet. Dann bemerkst du ganz langsam das sanfte Heben und Senken ihrer Flanken, so behutsam wie das Heben und Senken deines eigenen Atems. Ein paar Minuten vergehen oder vielleicht viele. Die Zeit in der Hütte ist lose und du versuchst nicht, sie zu messen. Du bemerkst nur, wie schließlich die Motte ein langes Bein entrollt und dann ein weiteres und ihren Kopf zur Untertasse neigt. Sie taucht ihre schlanke Zunge in die warme Zuckermilch und trinkt in langen, langsamen, sanften Zügen. Du kannst beinahe das winzigste Geräusch davon hören. Kaum ein Geräusch, eher ein Eindruck von Sanftheit, wie ein einzelner Tropfen, der auf Stoff fällt. Ailo lächelt, ohne aufzusehen. Ein kleines, stilles Lächeln für sich allein. Die Motte hat die Hütte angenommen. Die Hütte hat die Motte willkommen geheißen. Alles ist, wie es sein soll. Sie webt weiter am cremefarbenen Band. Aufnehmen, ablegen, knoten, festziehen, glatt streichen. Einige Zeit später kommt das pudrige Flüstern erneut von draußen. Eine zweite Motte ist eingetroffen. Diese ist etwas kleiner als die erste, mit Flügeln in einem wärmeren Cremeton, gesäumt vom sanftesten Braun. Sie treibt durch den halb geöffneten Fensterladen herein, schwebt einen langen, trägen Augenblick und lässt sich auf die zweite samtene Stange nieder. Sie faltet ihre Flügel zusammen, ordentlich. Eine Falte, 2 Falten, 3. Sie zieht die Beine unter sich. Sie ruht. Ailo legt das cremefarbene Band wieder beiseite, steht auf und gießt warme Zuckermilch in die zweite Untertasse. Dampf steigt langsam auf. Sie kehrt zu ihrem Hocker zurück. Du sitzt ganz still. Du spürst, dass jede größere Bewegung die Stille des Raumes stören könnte. Nicht, weil es irgendjemanden stören würde. Die Motten sind sehr ruhige Wesen, an Menschen gewöhnt, sondern weil die Stille selbst eine Art Geschenk ist. Und du willst sie nicht zerbrechen. Deine Augenlider werden schwer. Du lässt sie ein wenig sinken. Durch den weichen Saum deiner Wimpern hindurch
siehst du noch das bernsteinfarbene Leuchten der Mooslampe und die langsame Bewegung von Ailos Händen. Der Duft von Klee und Kamille vom Kessel zieht zu dir herüber. Die warme Süße der Zuckermilch zieht vom Fensterbrett herüber. Der Duft von Zeder und Blütenstaub des Sitzraumes zieht von den samtenen Stangen herab. All diese Düfte falten sich ineinander und werden zu einem einzigen Duft, dem Duft der Mossbridge-Station bei Nacht. Ein Duft, den du dir merken wirst, auch nachdem du eingeschlafen bist. Nach einer weiteren langen, stillen Spanne trifft die dritte Motte ein. Diese ist blass silbrig-grau, mit sehr langen Flügeln, die sich so langsam bewegen, dass du sie beinahe mehr fühlst als siehst. Sie kommt mit demselben sanften, pudrigen Flüstern herein, schwebt, gleitet und lässt sich auf die dritte samtene Stange nieder. Falte, 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 Beine eingezogen. Ruhe. Ailo steht auf und füllt die dritte Untertasse. Dampf steigt auf. Sie stellt die Kelle ab. Sie wendet sich dem Sitzraum zu und steht einen Augenblick da, betrachtet die 3 Motten, die entlang der samtenen Stangen aufgereiht sind. Und ihr Gesicht ist weich und voll einer stillen Freude, wie die Freude einer Gärtnerin, die sieht, dass die kleinen Samen, die sie gesät hat, gut aufgegangen sind. 3 Falter heute Nacht. 3 Bänder. Und die Mathematik der Nacht ist aufgegangen. Sie kehrt zu ihrem Hocker zurück. Sie nimmt das blassblaue Band aus der hölzernen Schale. Sie steht auf und geht zum ersten Falter, dem silbrigen auf der ersten Samtstange. Sie kniet neben ihm auf dem weichen, sandigen Boden des Sitzraums nieder. Sie spricht nicht. Sie legt das blassblaue Band sanft auf ihre Handfläche. Mit der anderen Hand berührt sie ganz langsam das Vorderbein des Falters. Ein langes, zartes Bein, weich von feinen, blassen Härchen. Der Falter rührt sich nicht. Er lässt die Berührung zu, so wie eine schlafende Katze eine Hand auf ihrer Seite ruhen lässt. Ailo schlingt das blassblaue Band 3-mal um das Vorderbein des Falters und bindet es mit einem kleinen, weichen Knoten. Sie streicht den Knoten flach. Sie fährt einmal mit dem Daumen am Band entlang, um es zurechtzulegen. Sie erhebt sich wieder und tritt zurück. Das blassblaue Band fängt das bernsteinfarbene Licht entlang des Falterbeins ein und scheint dorthin zu gehören, als wäre es schon immer Teil des stillen Körpers gewesen. Dasselbe tut sie mit dem gestreiften Band beim zweiten Falter. 3 Wicklungen, ein kleiner Knoten, ein sanftes Streichen mit dem Daumen. Sie erhebt sich. Sie kommt zu ihrem Hocker zurück. Sie nimmt das cremefarbene Band, das noch immer gewebt wird. Der dritte Falter wird sein Band noch nicht bekommen, denn das cremefarbene Band ist nicht fertig. Denn noch weiß niemand, was es sagen muss. Aber sie webt jetzt noch nicht. Zuerst geht sie langsam zum kleinen, niedrigen Tisch bei der Tür und schlägt das Übergabebuch auf. Der Bleistift gibt einen leisen, kleinen Laut von sich, als sie ihn aufhebt. Sie blättert zur aktuellen Seite. Sie findet die kleine, saubere Zeile unter dem letzten Eintrag und beginnt zu schreiben. Du kannst nicht ganz lesen, was sie schreibt, aber du hörst das langsame Kratzen des Bleistifts. Ein kleines, langsames, gleichmäßiges Geräusch, wie ein Blatt, das an sich selbst streift. Sie schreibt das Datum. Sie schreibt die Stunde. Sie schreibt ein paar kurze Zeilen. 3 Ankünfte. Alle wohlauf. Wetter im Tal klar. Nebel tief am Grund. Blassblaues Band ausgesandt für die Fersennachricht. Gestreiftes Band ausgesandt für den Geburtstagsgruß. Cremefarbenes Band vorbereitet
und wartend. Der Bleistift bewegt sich langsam, langsam. Du kannst sein kleines, weiches Kratzen über das Papier hören und das kleine hölzerne Klopfen, wenn Ailo ihn zwischen den Sätzen anhebt und absetzt. Als sie fertig ist, schließt sie das Buch behutsam und legt den Bleistift quer darauf, genau wie zuvor. Sie kehrt zu ihrem Hocker zurück. Nun macht sie sich an das 3. Band. Die cremefarbene Seide braucht nur noch ein wenig Arbeit, um bereit zu sein, ihre Botschaft aufzunehmen. Sie nimmt das cremefarbene Stück auf, streicht es über ihr Knie glatt und webt weiter. Aufnehmen, ablegen, knoten, lockern, glätten. In der Hütte ist es nun sehr still. Die 3 Falter ruhen entlang der Samtstangen. Die 3 Schälchen dampfen leise, dann leiser, während die warme Zuckermilch langsam zu einer süßen, schwachen Wärme abkühlt. Der Fensterladen schwingt sanft in der leichten Nachtbrise. Der Kessel murmelt. Du fühlst eine wundervolle Schwere in deinen Gliedern. Deine Füße sind warm. Deine Hände sind warm. Deine Augenlider sinken zu und öffnen sich und sinken wieder zu. Du lässt sie geschlossen, nur für einen langen Moment. Du hörst das sanfte Gleiten der Seide durch Ailos Fingerspitzen. Du hörst das kleine Klicken von Knochen an Spule. Du hörst den langsamen Atem des 3. Falters. Ein und aus, der das Allerkleinste flattert. Du öffnest die Augen wieder, nur ein wenig. Du kannst die bernsteinfarbene Mooslampe noch sehen und den warmen Lichtkeil, der den Raum füllt. Nach vielleicht langer Zeit regt sich der 3. Falter, der, dessen Band noch wartet, ein wenig. Er hebt seinen Kopf einen winzigen Bruchteil. Eines seiner langen Beine entrollt sich unter ihm. Und du siehst zum ersten Mal, dass an diesem Bein schon ein Band ist. Ein verblichenes Band. Ein Band irgendwo weit weg gewebt, an einer anderen Übergabestelle, vielleicht vor 2 oder 3 Nächten, und behutsam über viele Täler hinweg getragen, um heute Nacht hier anzukommen, an der Hütte von Mossbridge. Ailo sieht es auch. Natürlich sieht sie es. Sie hat darauf gewartet. Aber sie nähert sich ihm nicht, bis der Falter den Kopf wieder senkt und ruht. Niemals einen Falter wecken, bevor er sich von selbst regt. Als der Falter wieder ganz still ist, erhebt sich Ailo sacht. Sie kniet neben ihm nieder und mit einer langsamen, vorsichtigen Drehung ihrer Finger löst sie ganz behutsam das verblichene Band von seinem Bein. Sie hält die kleine Bandschleife in ihrer Handfläche und trägt sie zurück zu ihrem Hocker. Bei der Mooslampe betrachtet sie es. Ihre Augen wandern langsam an den Knoten und Farbwechseln entlang und lesen die kleine, vertrauliche Botschaft, die das Band trägt. Sie sagt nicht, was es sagt. Sie muss es nicht. Aber ihr Gesicht wird noch weicher. Ein kleines, langsames, zufriedenes Lächeln hebt die Winkel ihres Mundes. Was immer es ist, es sind gute Nachrichten. Kleine, gute Nachrichten. Von der Art, die auf den Beinen eines Falters reist. Vielleicht ist eine entfernte Cousine heimgekehrt. Vielleicht ist der Garten einer alten Freundin gut gediehen. Vielleicht ist ein sanfter Regen auf einen Ort gefallen, der ihn gebraucht hatte. Ailo faltet das verblichene Band sorgfältig und steckt es in eine der kleinen Taschen am Saum ihrer Schürze. Später wird sie seine Botschaft in das Buch übertragen, damit die Nachricht in Erinnerung bleibt, selbst wenn das Band abgewickelt und die Seide auf ihre Spule zurückgegeben ist. Sie nimmt das cremefarbene Band wieder auf. Sie weiß nun, welche Botschaft es tragen muss. Sie beginnt, die Antwort zu weben. Ihre Hände bewegen sich langsam, langsam, mit der sanften Sicherheit eines Menschen,
diese Arbeit seit vielen Jahren tut. Sie legt kleine Knoten in die cremefarbene Seide, in einem Muster, das nur sie kennt, in einem Code, den ein anderer Bandschmied weit weg lesen und verstehen wird. Aufnehmen, ablegen, knoten, lockern, glätten. Die Hütte atmet um sie herum. Du atmest mit ihr. Ein, aus, ein, aus. Deine Augenlider schließen sich wieder. Du lässt es zu. Du kannst noch das sanfte Gleiten der Seide hören und das kleine Klicken von Knochen und das schwache Säuseln des Nebels am Talgrund und das langsame, fast nicht vorhandene Geräusch der 3 Falter, die auf ihren Samtstangen atmen. Als Ailo das cremefarbene Band schließlich fertigstellt, hält sie es in das Lampenlicht. Sie dreht es einmal und prüft das Muster. Sie ist zufrieden. Sie streicht es auf ihrem Knie glatt. Sie taucht ihren Daumen in das Bienenwachs und versiegelt das geschnittene Ende. 3 Bänder, alle fertig. Sie erhebt sich und geht zum 3. Falter. Sie kniet neben ihm nieder. Sie schlingt das cremefarbene Band 3-mal um sein Vorderbein und bindet es mit einem kleinen weichen Knoten. Sie streicht den Knoten flach. Sie fährt einmal mit dem Daumen am Band entlang, um es zurechtzulegen. Sie erhebt sich. Sie tritt zurück in den warmen Kreis des Mooslampenlichts und betrachtet die 3 ruhenden Falter, die jeder sein neues Band an einem schlanken Bein tragen. Das blassblaue, das gestreifte, das cremefarbene. Die Nacht ist nun weit fortgeschritten. Draußen ist der Himmel noch tiefdunkel, aber irgendwo, weit hinter den Hügeln, hat das erste Weichwerden begonnen. Das erste Anzeichen, dass der Morgen langsam auf dem Weg ist. Die Falter werden noch eine Weile ruhen. Irgendwann vor der Dämmerung, zu ihrer eigenen Zeit, werden sie sich regen, die Köpfe heben, die Flügel entfalten und einer nach dem anderen durch den Fensterladen hinausgleiten, zum nächsten Abschnitt ihrer langsamen, geduldigen Reise. Aber das ist später. Jetzt ruhen sie. Ailo geht leise zum Hauptbuch. Sie schlägt es noch einmal auf. Sie nimmt den weichen Bleistift. Sie schreibt noch ein paar Zeilen. Das verblasste, eingegangene Band in Worte übertragen. Das cremefarbene Band als Antwort abgesandt. Die kleine gute Nachricht festgehalten. Das langsame Kratzen des Bleistifts ist das letzte arbeitende Geräusch der Nacht. Als sie fertig ist, schließt sie das Hauptbuch behutsam. Sie legt den Bleistift quer auf den Einband, die gespitzte Seite nach innen, wie sie es mag. Sie ruht ihre Hand einen Moment auf dem weichen braunen Einband, als wolle sie ihm danken. Dann erhebt sie sich. Sie geht zum Ofen. Sie hebt den Kessel, spürt sein Gewicht. Sie gießt den letzten warmen Aufguss in ihre Tasse, trinkt langsam die Hälfte und stellt die Tasse auf das Regal. Sie deckt den Kessel zu. Sie schiebt die kleine eiserne Tür des Ofens halb zu, damit das Feuer den Rest der Nacht über niedrig und sanft brennt, ohne ganz zu erlöschen. Sie geht zur Fensterbank. Die 3 kleinen Untertassen sind fast leer. Sie füllt sie noch ein wenig nach, mit dem letzten Rest warmer Zuckermilch. Eine kleine Gabe für den Morgen. Eine kleine Freundlichkeit für den Falter, der vor dem Flug durstig erwacht. Sie geht zur Mooslampe. Sie legt die Hand auf ihre gläserne Kugel. Sie löscht sie nicht. Sie dreht nur den kleinen Holzring an ihrem Sockel und das bernsteinfarbene Licht wird gedämpft. Langsam, langsam, zu einem sanfteren Schein. Nicht dunkel, nur milder, nur freundlicher. Die Hütte ist nun ein sanfterer Ort. Das bernsteinfarbene Licht ist niedrig und warm, wie die letzte Stunde eines langen, erfüllten Abends,
Du sitzt in deinem niedrigen Holzstuhl. Deine Hände sind warm in deinem Schoß. Deine Füße sind warm. Deine Schultern sind schwer. Deine Lider sind geschlossen und du öffnest sie nicht. Du kannst noch alles hören, was du hören musst. Den sanften, langsamen Atem dreier ruhender Falter. Das leise Wispern des Nebels über dem Talboden. Das langsame, ruhige Knacken des kleinen eisernen Ofens, während er auf sein gedämpftes, niedriges Feuer abkühlt. Das Flüstern, fast nur eingebildet, von Seide auf einer Holzspule irgendwo auf dem Regal. Ailo durchquert den Raum. Sie bleibt neben dir stehen. Sie hebt eine zusammengefaltete graue Decke von der Lehne eines leeren Stuhls und legt sie sanft, ganz ohne ein Geräusch, über deinen Schoß und über deine Schultern. Die Decke ist weich und warm. Sie duftet nach Zeder, nach Klee, nach feinem Blütenstaub und nach der pudrigen Süße von Falterflügeln. Du öffnest die Augen nicht. Du spürst nur, ganz schwach, wie ihre Hand einen Moment auf der Decke ruht, mit derselben sanften Sorgfalt, die sie den samtenen Stangen und den Seidenbändern und dem verblassten eingegangenen Knoten geschenkt hat. Dann entfernen sich ihre Schritte wieder, leise auf dem abgenutzten Holzboden. Sie geht hinüber zu ihrem eigenen kleinen Stuhl neben dem Ofen. Sie setzt sich. Sie atmet einen langen, langsamen, zufriedenen Atemzug aus. Sie ruht. Du ruhst auch. Ein, aus, ein, aus. Die bernsteinfarbene Mooslampe leuchtet sanft. Der Kessel ist still. Der Fensterladen schwingt nur winzig. Der Talnebel raunt weit unten. 3 Falter atmen auf 3 samtenen Stangen. Lass dich nun ein wenig tiefer sinken. In den Stuhl, in die Decke, in den warmen, weichen Kreis aus bernsteinfarbenem Licht. Es ist heute Nacht nichts mehr zu weben. Es sind keine Bänder mehr zu knüpfen. Es gibt keine Nachricht, die vor dem Morgen beantwortet werden müsste. Alles, was getan werden musste, ist getan. Langsam, freundlich, ohne Eile. Die Hütte atmet. Zeder, Blütenstaub, Klee, warme Zuckermilch, weiche Seide, kühle Nachtluft durch einen halb geöffneten Fensterladen. Und du, hier, eingesunken in einen Stuhl nahe einem stillen Ofen, mit einer weichen Decke über den Schultern. Lass deinen Atem von jeder Arbeit ablassen, die er noch verrichtet. Lass ihn sein eigenes Maß finden. Du musst ihm nicht folgen. Lass deine Gedanken gehen, wohin sie wollen. Lass sie treiben wie Nebel über einem Talboden. Wenn ein Gedanke aufsteigt, lass ihn sanft aufsteigen und lass ihn sanft sich setzen, wie ein Falter, der seine Flügel an einer samtenen Stange faltet. Falten, 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 einlegen, ruhen. Das bernsteinfarbene Licht ist nun sehr sanft. Der Kessel hat aufgehört zu murmeln. Der Ofen glüht niedrig und warm. 3 Falter ruhen. Eine Bandweberin ruht in ihrem Stuhl. Du ruhst. Es gibt heute Nacht nichts mehr, das dich braucht. Es gibt nichts mehr, das etwas von dir verlangt. Du darfst hier bleiben, in diesem warmen, freundlichen, kleinen Raum. Ganz bis zum Morgen und sogar darüber hinaus, in die langsamen, sanften Stunden eines Tages, der nicht beginnen muss. Schlafe nun, wenn du möchtest. Die Hütte wird ihre Stille auch ohne dich bewahren. Das bernsteinfarbene Licht wird halten. Der Duft nach Zeder wird halten. Der sanfte Dampf der Zuckermilch wird halten. Das langsame Fächeln der Falterflügel wird halten. Atme ein, atme aus. Lass dich treiben. Lass dich ruhen. Lass das lange, langsame Tal dich tragen und die sanfte bernsteinfarbene Lampe dich tragen und die warme Decke
dich tragen. Schlafe jetzt. Schlafe. Die Bänder sind gewoben. Die Falter ruhen. Alles ist gut. Alles ist gut. Schlafe